Hallo alle! Wenn du wie ich bist, hast du wahrscheinlich etwas gefangen und jetzt musst du sie alle schnappen. Aber du willst noch Deutsch lernen. Leider kannst du die Standardsprache von Pokémon Go nicht ändern, ohne die Standardsprache des Smartphones zu ändern. Und man kann mit einem Galaxy S6 Deutsch nicht als Standardsprache wählen. Wenn es doch einen Weg gibt, das zu tun, schreib mir bitte unten in den Kommentaren, denn ich habe das mehrmals versucht, aber ohne Erfolg. Das heißt, dass du die wichtigen Wörter über Pokémon Go nicht lernen kannst, ohne etwas im Internet zu schürfen. Glücklicherweise habe ich das alles für euch gegoogelt. Heute werde ich euch ein paar wichtige Wörter über Pokémon Go beibringen. Der Name der App und jedes Wort, das das Präfix Poki hat, sind dieselben Wörter auf Deutsch. Pokémon, Pokéstops, Pokéball und so weiter. Vergiss nicht, dass die Mehrzahl von Pokéball ist Pokébälle. Um Pokémon mit dieser App zu finden, muss man in der echten Welt suchen. Falls du nicht weißt, was das ist, wusste ich das auch nicht. Anscheinend gibt es eine ganze Welt, die nicht im Internet ist. Ich weiß, ich bin auch schockiert. Du sollst in die Richtung von öffentlichen Kunstobjekten, Sehenswürdigkeiten und Denkmale laufen. Ja, zu Fuß gehen. Dort befindet sich Pokéstops und Arenen. Die Arena ist, wo Pokémon kämpfen können. Das Verb kämpfen ist fight auf Englisch. Zum Beispiel, ich kämpfe gegen Bisasam. I am fighting against Bulbasaur. Drewbud von Reddit war freundlich genug, mir ein paar Bildschirmfotos von der deutschen Version der App zu schicken. Beim Öffnen der App gibt es eine Warnung. Bleibe wachsam, behalte immer deine Umgebung im Auge. Mit anderen Wörtern, sei nicht dumm, schau manchmal nach oben. Dein Smartphone wird vibrieren, wenn ein Pokémon in der Nähe ist. Wenn man ein Pokémon fängt, verwendet man das Verb fangen. Das ist ein unregelmäßiges Verb, deshalb braucht man einen Umlaut mit du und er, sie, es. Man kann auch das Verb schnappen verwenden, wie in dem Lied. Komm und schnapp sie dir! Man wirft Pokébälle, um Pokémon zu fangen. Das Verb werfen ist auch unregelmäßig. Es verlangt I anstatt E mit du und er, sie, es. Wenn man Pokémon fängt, sagt die App großartig oder klasse. Auf Englisch sagt man great oder excellent. Nachdem man ein Pokémon hat, kann man ein paar Statistiken sehen. Die erste davon zeigt dir EP, Erfahrungspunkte, oder XP, Experience Points auf Englisch. Wenn man einen guten Wurf hat, steht es in der App toller Wurf. Das Wort Gesamt ist total auf Englisch. Wenn man ein spezifisches Pokémon klickt, sieht man mehr Informationen. Zuerst sieht man WP, Wettbewerbpunkte. Das ist eine Nummer, die zeigt, wie gut ein Pokémon kämpfen kann. Wenn die Nummer größer ist, kann es besser kämpfen. Unter dem Bild des Pokémons gibt es den Namen des Pokémons. Wenn du die englischen Namen dafür kennst, wirst du wahrscheinlich bemerken, dass die Namen übersetzt werden. Aber wir werden später über Pokémon-Namen sprechen. Unter dem Namen steht das Wort Typ. Die Mehrzahl dafür ist Typen. Es gibt viele Typen von Pokémon. Pflanze, Gift, Feuer, Flug, Wasser, Käfer, Normal, Elektro, Boden, Fee, Kampf, Psycho, Gestein, Stahl, Eis, Geist, Drache und Unlicht. Neben dem Wort Typ gibt es auch Gewicht und Größe. Auf Englisch sagen wir Weight und Height. Auch auf Deutsch gibt es dieses Wort Power-Up. Um diesen Knopf zu benutzen, wirst du wahrscheinlich etwas Sternenstaub brauchen. Auf Englisch nennen wir das Stardust. Manchmal braucht man auch familienspezifische Bonbons, die wir auf Englisch Candy nennen. Diese Bonbons braucht man, um Pokémon zu entwickeln. Entwickeln auf Englisch ist Evolve. Wenn man ein schwaches Pokémon loswerden will, kann man es verschicken, um mehr Bonbons zu bekommen. Ab Level 5 kann man einem Team beitreten. Die Teamnamen sind Instinct, Yellow auf Englisch, Intuition oder Gelb auf Deutsch, Mystic, Blue auf Englisch, Weisheit oder Blau auf Deutsch,
Valor, red auf Englisch, Wagemut oder rot auf Deutsch. Und jetzt für den wichtigsten Unterschied zwischen Pokémon auf Englisch und Pokémon auf Deutsch. Die Namen der Pokémon sind fast alle anders, als sie auf Englisch sind. Pokémon-Namen sind traditionellerweise Wortspiele über die Herkunft des Pokémons. Zum Beispiel, Raupi ist eine Raupe, deshalb nennen wir ihn Raupi. Aber auf Englisch sagen wir Caterpie, denn Raupe auf Englisch ist Caterpillar. Offensichtlich gibt es ein paar hundert Pokémon, deshalb werde ich nicht jeden Namen übersetzen. Aber ich will dir ein paar Beispiele zeigen. Bulbasaur, Bulb plus Dinosaur. Bisasam auf Deutsch, Bi, das heißt zwei, und Samen. Charmander, Char plus Salamander auf Englisch. Glumanda, Glühen plus Salamander auf Deutsch. Squirtle, Squirt plus Turtle auf Englisch. Shiggy, das ist kurz für Schildkröte auf Deutsch. Metapod, Metamorphosis, Pod auf Englisch. Safcon, Safe und Cocoon auf Deutsch. Pidgey, das ist kurz für Pigeon auf Englisch. Und Taubsi auf Deutsch, das ist kurz für Taube. Rattata, das ist eine Ratte. Radfratz auf Deutsch, da es eine Ratte ist und Fratz ist ein Name für einen Buben. Poliwag, das ist ein Wort wie Pollywog und das ist eine Qualquappe auf Deutsch. Auf Deutsch nennen wir ihn Quapsel. Auf Deutsch verbrauchen wir die Wörter Kaulquappe und Kapsel und dann mischen wir sie zusammen und dann haben wir Quapsel. Geodude auf Englisch, wir nennen ihn Kleinstein für Klein und Stein zusammen, um einen Einsteinwitz zu machen. Snorlax, auf Deutsch nennen wir ihn Relaxo. Ich habe ein paar interessante Links unten in der Beschreibung geschrieben. Dort kann man die Namen der Pokémon auf Deutsch und Englisch finden, die Pokémon Go Webseite auf Deutsch und Englisch, die Pokémon Wikipedia Webseite PokeWiki und ein paar andere Quellen, wo ich meine Informationen für dieses Video gefunden habe. Und jetzt die Fragen für dich. Spielst du Pokémon Go? Was ist dein Lieblings-Pokémon? Was ist dein stärkstes Pokémon? In welchem Team bist du? Kommentier bitte unten, was du von Pokémon Go hältst. Auf meinem Blog kannst du sehen, was für Pokémon ich im Moment habe und ein paar andere Sachen. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.